Also das hier ist das, worum es heute geht. Das ist ein Armbrustpfeil, den habe ich habe ich in Nilgans, ich glaube in Iserlohn war das. Die hatte die im Oberschenkel sitzen. Ja? Und das ist auch genau so müsste ungefähr ein identischer Fall sein wie der, mit dem wir es heute zu tun haben. Ja. Und ganz leicht. Ja. Und frei verkäuflich. Und das hier ist ein Blasrohrpfeil, den habe ich letztens erst aus dem Erpel geholt, beziehungsweise in Erpel gefangen, die Tierarzt dann rausgeholt. Ne? Und das kommt also auch immer wieder vor. Das kommt sogar noch öfter vor als das. Wie kommt man denn auf den Gedanken, sowas zu machen, auf ein lebendes Tier zu schießen? Also das sind doch Dinge, die man absolut nicht nachvollziehen kann. Was soll denn dabei rauskommen? Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt hingehen und denken, ja, ich hole mir einen Entenbraten. Das ist ein lebendiges Tier. Damit kann ich doch nicht... Fällt mir nichts mehr ein. Aber gut. Der Hintergrund ist dabei auch nie die Ernährung. Also das halte ich mal für relativ ausgeschlossen, sondern es geht darum, das sind Leute, die haben so ein Gerät und dann wollen die das auch mal benutzen. Das heißt nicht, dass jeder, der eine Armbrust hat, auf Tiere schießt, um Gottes Willen, sondern es gibt einige, die vielleicht von ihrer geistigen Entwicklung anders sind als andere Menschen, wie auch immer. Ne? Das hast du schön ausgedrückt. Ja, und die machen das dann. Ne? Die wirst du wahrscheinlich auch nie erwischen. Also ich wüsste nicht, dass mal jemand erwischt wurde. Na, ich hoffe, dass mir mal so jemand unter die Augen kommt und ich den davon abhalten kann oder ihn zumindest dabei erwische, aber ist bisher noch nicht passiert. Meistens hat man immer mit den Tieren zu tun, die man dann sehr, sehr, sehr aufwendig einfangen muss. Wenn man bedenkt, ich komme jetzt aus Düsseldorf. Ne? Ich meine, ich hatte in der Nähe zu tun, aber trotzdem, da muss jemand aus 600 Kilometer Entfernung kommen, um ein Tier hier zu sichern mit so einem Wahnsinnsaufwand, weil es keiner kriegt. Das ist schon... Nur weil man sich ein Hobby aus sowas macht und denkt, ich probiere jetzt mal, wie ich schießen kann und dann trifft man das Tier noch und richtet einen solchen Schaden an. Also Brot ist natürlich nicht gut für Enten oder für Wasservögel im Allgemeinen. Da sind Backhilfsmittel drin, Salz, teilweise Zucker und Sachen, die einfach, ich sag mal, in Vogelmägen nicht zu suchen haben. Es ist keine natürliche Nahrung. Es gibt einige Verfechter, die meinen, Brot wäre gut. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, leider sogar im Tierschutz. Ich bin einfach der Meinung, es ist nichts, was Wasservögel von sich aus essen. Deswegen würde ich ihnen das so auch gar nicht geben. Ne? Leider machen das sehr viele Leute, deswegen bin ich jetzt deswegen auch hier dazu gezwungen. Es ist natürlich auch nicht gut fürs Gewässer. Ja, ich sag mal, in kleinen Mengen ist das jetzt so, da wird kein erwachsener Wasservogel von sterben und auch kein Küken, wenn die kleine Mengen davon essen. Aber viele Leute exerzieren das ja dann und dann sieht das ganz anders aus. So, jetzt wäre ich mal froh, wenn der Erpel sich mal blicken lässt. Frank, kommst du mal bitte? Kannst du erkennen, ob das der ist, der da vorne sitzt? Weil ich sehe, da sitzt einer unterm Busch. Sonst hol vielleicht mal aus meiner Tasche das Fernglas. In dieser grünen Tasche, da ist ein Fernglas. Frank, fütter mal hier weiter. Aber wirklich minimalst nur dass die Tiere hier bleiben, ja? Ich guck mal, ob ich den dann doch vielleicht da vorne mal... Aber sparsam sein, ne? Ah, verdammt. Mach mal weiter einfach. Also ich muss auf jeden Fall, das hast du gerade gemerkt,
als du gerade hier saßt und gefuttert hast, das war eine herkömmliche Futtersituation, da ist er vergleichsweise nahe gekommen, da waren mir die 3 Halme da im Weg. Ich konnte von da nicht schießen. Das Netz hängen, ne? Das Netz bleibt hängen und das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Und bei dem, denke ich mal, haben wir auch echt nur eine Chance. Na, also wenn der erste Schuss nicht sitzt, dann ist der weg und dann kommt der auch nicht mehr von dieser Insel rüber. Und du hast ja auch gesehen, der hat sich sogar von den Küken verjagen lassen. Ne, der hat ja hier nichts zu melden. Ja. Ne, der ist hier wirklich der Rangniedrigste. Der darf gar nichts. Der hat vielleicht 3 Stücke Brot insgesamt gekriegt. Und, ne, alle anderen haben viel mehr gekriegt. Der hat also nur die wirklich direkt vor seiner Nase gelandet sind. Ich bin hier in Flensburg am Campusweiher, also an der Uni. Hier ist einer der Teiche mit einer großen Vogelinsel. Sieht man da im Hintergrund. Und auf dieser Insel sitzt ein Erpel. Der hat seit mindestens einem halben Jahr den Pfeil einer Armbrust im Kopf oder so ungefähr an der Stelle hinterm Kiefer müsste das sein. Und ja, keiner konnte den bisher fangen. Ich hatte eben schon eine Situation, da hatte ich den so ein bisschen angelockt, der kam aber nicht nah genug für die Netgun. Und jetzt hat er sich leider verkrümelt und sitzt hinten auf der Insel und da gibt es kein Rankommen. Also ich kann jetzt nicht mit dem Schlauchboot darüber fahren, nicht weil ich keins habe, ich habe eins, aber es wird keinen Sinn machen, jetzt das Tier auf der Insel einfangen zu wollen, weil er ist flugfähig, der ist fit. Er hat aber hier halt nichts zu melden, der ist halt in der Rangordnung ganz unten. Ich habe eben gesehen, wie der sogar von einem Küken weggejagt wurde, vom Futter. Und der hält sich halt, wenn hier eine Fütterungssituation ist, hält er sich halt total im Hintergrund. Und deswegen, ja, es ist sehr schwierig, den hier zu sichern. Ich hätte eben noch so 2 Meter mal gebraucht, dann hätte ich einen Schuss wagen können. Das Problem ist, so zurückhaltend wie der jetzt hier mittlerweile ist, habe ich nur einen Versuch. Und wenn der nicht klappt, dann können wir das hier eigentlich fast abbrechen. Und ich kann jetzt ja auch nicht jeden Tag wiederkommen, weil ich bin ja nun mal nicht aus Flensburg, ich bin aus Düsseldorf. Und wenn das bei mir jetzt zu Hause irgendwo in der Ecke wäre, wäre das was anderes. Aber es ist halt leider hier in Flensburg. Deswegen muss ich eigentlich jetzt heute oder spätestens morgen erfolgreich sein. Christian. Okay. Komm. Okay, ich muss jetzt. Geht nicht anders. Komm. Ja. Füttern Sie mal. Komm nicht, das ist ein bisschen eine Angst. Na komm, bleib ein bisschen im Hintergrund. Das können wir ja dann machen, wenn wir... Einfach weiter füttern. Unglaublich. Da kommt jeder Tag zu mir. Ohne Angst zu haben. Na komm. Ich hab dich! Die sind großartig! Wir sind großartig, guck mal! Na komm. Ich hab dich! Ich hab dich! Wir sind großartig, guck mal! Ich hab ihn! Fantastisch! Ey, wie geil ist das denn? Guck mal, also Ich hab dich! dürfen ja gar nicht, ne? Guck mal, Ich hab dich! dann haben wir ihn. Boah, guck, das ist ja direkt durch den... Dankeschön! Ja. Dankeschön! Also wenn wir sie jetzt nicht gehabt, Ohne sie hätten wir den nicht gekriegt. der hätten wir nicht gekriegt. Der hat sie sofort erkannt. Ja. Wir gucken wir jetzt mal ihren Freund an. Na. Ach, da hat er auch gefressen normalerweise. Ja, Ja. das hat ihn irgendwo so erwischt, dass es ihn jetzt nicht wirklich hart getroffen hat. Ja. Also so, dass er Jetzt hat er gestorben wäre, wahrscheinlich irgendwie einen Zentimeter höher, Ja, dann da wäre es vorbei gewesen. Ja. Aber so ist es irgendwo durch den Unterkiefer. Der kommt wieder hier Er hin. kommt dann wieder hierher und dann kann er ein ganz normales Leben führen. Echt? Der Ja. kommt wieder hier hin, klar. Dann können Sie noch weiter füttern Das ist unglaublich. und er hat Das keinen glaube ich überhaupt nicht. Pfeil mehr Schön im Kopf. schön leise reden, ja. Und wann ungefähr? Nur vielleicht morgen, übermorgen. So schnell. Morgen kommt er zur Tierärztin und wird operiert und dann sehen wir mal, wie er das alles Ja, aber verkraftet. dann eine OP, das muss auch ein paar Tage bleiben. Kann sein, dass der ein paar Tage bleiben muss. Ja, ja, das ja. schauen wir uns Das sehen dann wir an, dann. wie fit er Das ist ist. so wie bei Menschen. ne? Das kann man in der OP gleich nächsten Tag nach Hause schicken. Ne? Ja, der hat sich ordentlich. Ich gar nicht ins Wasser Darf springen man schon, brauchen. aber So, komm mal ich schon nach die Tage nach Hause geschickt. Also. Aber der war in der Türkei gewesen. Also.
klar, ja, ja. Ja, ich muss erstmal den hier, aber das ist halt, du hast irgendwo, jetzt das. Jetzt guck mal. So, ich hoffe, das war jetzt das Entscheidende. Ne? Moment, den hier. Ja, guck Ja, mal. das war das. Da sie keine Angst haben. Da siehst du nie wieder. So sieht das aus. Ja, guck mal. Er kriegt auch Vollnarkose oder? Das ist wahrscheinlich unter Narkose, da schon würde ich unter mal von Narkose ausgehen. gemacht werden. Ja. Aber hast du ihn? also, Okay, ich hab ihn. Jetzt loslassen. das ist so wie bei Menschen, ne? Also, Schön leise. So. Nee, nein, nicht. oh, jetzt schon. Nicht. Ah, So, Picobello. da ist er. Tu mal auf den Boden bitte. Dann komm mal rein. So, mach mal dazu. Ich will dann, da ist alles zu, ne? Das ist bei diesen Boxen nämlich fatal. Machst du hinten zu und dann schlüpfen die vorne raus, weil du nicht aufgepasst hast. Okay. Ist zu? Gut. So. Ich hab dich. Ich lass nicht los, nein. Ich lass dich auf keinen Fall los. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. So. Jetzt machen wir schnell dunkel. Und dann. So. Erste Sichtung war Ende Oktober 2019. Es ist über ein halbes Jahr her. Weit über ein halbes Jahr. Und jetzt ist er endlich gesichert. Hat sich die lange Anfahrt gelohnt. Nicht nur für mich, auch für den Kleinen. Und ich bin jetzt echt erleichtert und ja, irgendwie werde ich bei sowas auch immer emotional. Super Zusammenarbeit wieder mit den Leuten. Also echt alle Leute hier vor Ort, die haben so toll mitgemacht. Der Herr, der dann dazu kam, der im Prinzip dafür gesorgt hat, dass der Kleine überhaupt rausgekommen ist. Wahrscheinlich hätte es ohne den gar nicht geklappt. Das war natürlich auch ein glücklicher Zufall. Und klar, hätte man vorher von seiner Existenz gewusst, hätte man den extra hier dafür dahin geholt. Aber das wussten wir ja nicht. Das hat sich ja auch erst vor Ort ergeben. Und manchmal braucht man einfach solche Zufälle. Und ja. Ich danke an dieser Stelle allen Leuten, die den Tiernotruf unterstützen. Mit eurer Spende macht ihr es möglich, dass solche Einsätze gemacht werden können. Und ich bin einfach nur glücklich.